Willkommen zur Videoanleitung des Patagona Price Monitors. Hier wollen wir den Export Ihrer Artikel in den Price Monitor über das Plenty Markets Plugin erläutern. Nachdem Sie sich erfolgreich mit Ihren Daten angemeldet haben, werden hier die für Sie freigeschalteten Contracts angezeigt. Klicken Sie auf einen der Contracts. Übrigens, wollen Sie für mehrere Plattformen Preisempfehlungen erhalten, werden diese in getrennten Contracts abgebildet. Somit kann für jeden Contract der gewünschte Verkaufspreis im Plenty Markets System festgelegt werden. Nach Auswahl des gewünschten Contracts können wir jetzt zum nächsten Schritt übergehen. In der Regel werden alle Produkte für das Repricing ausgewählt. Unter dem Reiter Product Selection haben Sie aber auch die Möglichkeit, genau zu definieren, welche Artikel aus dem Shop an den Price Monitor übergeben werden sollen. Um Produkte einzugrenzen, können beliebig viele Gruppen definiert werden. Ihnen stehen hier viele Plenty Markets Felder als Auswahlkriterien zur Verfügung. Sollte ein für Sie wichtiges Feld nicht dabei sein, sprechen Sie uns gerne darauf an, dann prüfen wir das für Sie. Wählen Sie ein für Sie passendes Filterkriterium und klicken Sie im Anschluss auf das Plus und speichern Sie den Vorgang. Sie können diesen Filter beliebig gestalten und so die gewünschten Artikel selektieren. In unserem Beispiel haben wir unsere Artikel über die Kategorien ausgewählt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, über Markierungen zu filtern, wenn diese entsprechend in Ihren Artikeln hinterlegt sind. Nun haben wir die Artikel ausgewählt, die exportiert werden sollen. Im Rahmen des Attributes Mapping werden nun die Pflichtfelder definiert, welche für das Repricing notwendig sind. Essentiell ist die Festlegung von Mindest- und Maximalpreisen. Der Referenzpreis ist als Orientierungspunkt im Price Monitor gedacht. Im Standardfall benutzen Sie hierfür einfach Ihren aktuellen Verkaufspreis oder die UVP. Als Minimalpreis haben wir in diesem Beispiel den Einkaufspreis gewählt, der mit dem Faktor 1,5 multipliziert wird. Als Maximalpreis haben wir ebenfalls die UVP ausgewählt. Unter Custom Tags können Sie weitere Artikelmerkmale auswählen, die an den Price Monitor übergeben werden sollen. Wählen Sie ein Plenty Markets Feld aus und geben Sie dem Tag einen Namen, unter dem er im Price Monitor erscheinen soll. Wichtige Attribute können sein Hersteller, Lagerbestand oder Artikelnummer. Unter Product Export lässt sich das gewünschte Zeitintervall einstellen und damit, zu welchem Zeitpunkt die Artikel regelmäßig in den Price Monitor übergeben werden. Eine Übertragung jeden Tag in der Zeit von 3 bis 5 Uhr wäre sinnvoll. Sollte sich das Produktsortiment häufig am Tag ändern, kann dies auch mehrmals am Tag erfolgen. Alternativ kann dieser Vorgang auch über Export Now manuell angestoßen werden. Jetzt haben wir den Artikelexport eingerichtet. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie Sie die Preisempfehlungen importieren können.